Heute ist ein besonderes Video für mich, denn ich darf ein Modell bemalen, das noch keine Vorlage hat. Wenn ihr Paintomancy unterstützen wollt und gleichzeitig eure Malskills verbessern möchtet, schaut doch mal auf unserem Patreon vorbei. Dort gibt es monatlich 2 Videotutorials, wo ich euch uncut Pinselstrich für Pinselstrich zeige, wie ihr die verschiedensten Sachen bemalen könnt. Und für die, die lieber etwas zum Nachschlagen haben wollen, gibt es zusätzlich noch 2 PDF-Tutorials im Monat. Den Link zu unserem Patreon findet ihr in der Videobeschreibung. Von Axis Mundi Games haben wir Tomoe zugeschickt bekommen, ein 75 mm Modell einer Jägerin. Sankokushin produziert tolle Modelle, die in ihrer Ästhetik an Kingdom Death Monster erinnern, nur mit mehr Anime. Und boy, ich liebe Anime. Irgendwann wird es zusätzlich einen Kickstarter geben, um ein Boardgame zu finanzieren. Das Basteln hat richtig viel Spaß gemacht. Die Teile passten weitestgehend gut zusammen und auch wenn es aus Resin war nichts verbogen oder ähnliches. Resin ist ja an sich auch ein super Material, aber ich bin da einfach zu sehr von Finecast und Fortred geschädigt. Fertig aufgebaut wirkt das Modell richtig dynamisch und ich liebe die Ästhetik, auch wenn sie vielleicht nicht für jeden etwas ist. Dieses Modell stellt mich vor eine Aufgabe, vor der ich wirklich Angst habe. Die Angst anzufangen. Da das Modell noch nicht verfügbar ist, gibt es keinerlei Vorlagen. Auch wenn man das nicht unbedingt denkt, verunsichert mich das sehr. Es fühlt sich so an, als ob alle Augen auf mich gerichtet sind und ich jetzt dieses Modell perfekt bemalen soll. Ohne Vorlagen, ohne Angaben. Irgendwie fühlt es sich an, als wäre ich in einem freien Fall und irgendwie auch ein wenig allein. Trotzdem freue ich mich darauf. Ich sage ja selber immer, dass man mutig malen soll. Und jetzt kann ich mir beweisen, dass das nicht nur leere Worte sind. Eine kleine Hilfe ist die Artwork-Karte, die mit dabei war. Sie ist zwar relativ abstrakt, trotzdem kann ich mir daraus ein paar Infos ziehen, die mich auf meinem Weg begleiten werden. Dennoch hatte ich im Hinterkopf die gleiche Stimme, die bestimmt der ein oder andere von euch auch kennt. Kann ich das? Was sagen die anderen, wenn das Modell nichts wird? Sollte ich es lieber lassen? Es gibt so viele gute Maler. Warum sollte jemand sehen wollen, wie gerade ich dieses Modell bemale? Irgendwie fühlte ich mich selber wie in einem Anime, wo der Hauptcharakter gerade selber an sich zweifelt. Aber die stehen ja auch immer wieder auf, oder? Angefangen habe ich mit der Haut von Tomoe. Bei so einem großen Modell ist es einfach sehr sinnvoll, mit einer Airbrush zu arbeiten, besonders weil die Haut sonst einfach nicht so ein glattes Finish kriegen würde, wie sie sollte. Ich möchte, dass Tomoes Haut letzten Endes aussieht wie die von einer Anime-Figur. Nur ein wenig cooler. Danach ging es darum, mich an das herausstechendste Merkmal des Modells zu setzen. Dem Mantel. Um Tomoes Baby-Popo-glatte Haut zu schützen, maskiere ich sie mit Putty, um sie vor Overspray von der Airbrush zu schützen. Dieser sollte an einen romantischen Sonnenuntergang erinnern. Auch wenn es überhaupt nicht zum Konzept einer Jägerin passt, wollte ich die Anime-Ästhetik einfangen. Und da kann ruhig alles over the top sein. Die Grundfarben des Mantels waren eigentlich super einfach. Ich sprayte einen Farbverlauf von Orange über Gelb zu Blau. Als das dann fertig war, wirkte der Mantel aber einfach nicht mehr asiatisch, sondern irgendwie afrikanisch. Da ich aber lieber einen asiatischen Look erzielen wollte, verpasste ich dem Mantel noch ein paar Schichten Glazes. Die sind super, um nochmal ein paar Farbtöne anzupassen oder Schatten zu erzeugen. In das Blaue glazte ich noch ein paar Schichten Dark Violet von Scale Artist. Das ist ein schönes, kräftiges Violett. Zusätzlich haben die Artist-Farben viele Pigmente, weswegen sie sich leicht glazen lassen. Somit hatte ich schon mal einen interessanten Schatten für das Blau. Das Orange war im Endeffekt das Problemkind. Durch dieses Segment wirkte der Mantel afrikanisch. Afrikanische Farbtöne sind in der Regel so Sonnentöne. Gelb, Orange, Rot, Braun, sowas halt. Pink hingegen verbinde ich oft mit japanischer Kunst. Also dachte ich mir, wenn ich mit einem Magenta Schatten glaze, dass dann der Mantel wieder etwas asiatischer wirkt. Und das hat meiner Meinung nach auch ganz gut geklappt. Ein Kantenakzent trennt den Stoff vom restlichen Modell ab, was letzten Endes die Lesbarkeit erhöht. Ich wollte unbedingt ein japanisches Gemälde auf den Mantel malen und fand da eigentlich recht schnell eine Vorlage.
Ich orientierte mich zuerst an ein paar Kimonos. Die waren mir aber viel zu bunt und diese Motive hätten den Stoff einfach komplett überladen und das Modell zu sehr dominiert. Das Modell soll letzten Endes mehr sein als nur der Mantel. Ich suchte also eher bei japanischen Gemälden und fand da recht schnell ein gutes Motiv, das sich in seinen Farben sehr gut in meinem Stoff ergänzt. Die Idee war natürlich nicht, das gesamte Gemälde abzumalen, sondern nur einen Teil der Komposition und der Motive zu übernehmen. Ich hatte auf keinen Fall vor, jeden einzelnen Ast abzumalen, zumal ich es ja auch auf die Form von meinem Stoff anpassen musste. Zuerst fing ich an, die Äste einzuzeichnen. Die waren praktisch der Rahmen für mein Motiv. Nachdem die Äste dann drauf waren, fiel mir auf, dass ich noch nicht wirklich getestet hatte, ob die Blätter überhaupt auf meinem Mantel funktionieren. Ich habe schließlich noch nie so ein Blatt gemalt und zusätzlich musste ich eine simplere Variante der Blätter nehmen, ohne Farbverlauf. Ich hatte also auf meinem aufwendig geglasten Mantel ganz viele Äste gemalt, ohne dass ich überhaupt wusste, ob die Blätter letzten Endes gut aussehen. Zum Glück funktionierte das Testblatt auf dem Mantel richtig gut und so setzte ich mich an den Rest. Die Form des Blattes zu malen war eigentlich super simpel. Dafür brauchte ich einfach nur ein bisschen Mut, einen Farbklecks auf meinen Mantel drauf zu machen. Danach habe ich den ein wenig in Form gebracht und geschaut, dass der deckt. Anschließend habe ich mit einer helleren Farbe diese Adern auf den Klecks gemalt, damit es aussieht wie ein Blatt. Der Schritt mit den Adern ist wirklich der einzige, der etwas schwieriger ist, weil man da sehr dünne Linien ziehen muss. Der Mantel sollte aber nicht nur voller Blätter sein, sondern brauchte auch irgendwie noch einen Eyecatcher. Meine Vorlage hatte einen Vogel auf dem Motiv und das fand ich richtig toll. Ein Vogel malen ist natürlich eine ganz andere Herausforderung als ein paar Blätter. Die sind im Endeffekt einfach nur ein paar Formen mit Strichen drin. Ein kleiner Vogel fühlt sich da schon praktisch wie ein Gemälde an. Ich fing also erstmal an, die Silhouette des Vogels auf dem Mantel zu skizzieren. Damit hatte ich erneut einen Rahmen, in dem ich arbeiten kann. Die Stelle des Vogels, die letzten Endes weiß und blau werden sollten, habe ich erstmal ausgemalt. Anschließend habe ich erneut schwarz genommen und immer mehr Details einskizziert. Freehands machen für mich nochmal diesen letzten Schliff aus. Sie sollten nicht der dominante Part des Modells sein, sondern dem Modell ein Thema geben und das ergänzen. Ein Modell bietet überall die Möglichkeit, ihm seinen eigenen Touch zu geben. Trotzdem arbeiten wir innerhalb der Vorgaben des Sculptors. Eine große freie Fläche, wie bei Tomoes Mantel, gibt durch ein Freehand einem die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung bei Miniaturen bemalen. Dort sind wir nicht von irgendwelchen Grenzen des Modells gebunden, sondern können ohne Vorgabe malen, was wir wollen. Nachdem ich die Haut noch etwas weiter mit Chimera Orange und Sunny Skin Tone geglazed habe, setze ich mich jetzt gezielter ans Gesicht. Dabei fiel mir etwas super Spannendes bei dem Modell auf. Normalerweise liegt der Fokus bei Modellen oft im Gesicht. Durch ihre gedrehte Pose liegt der Fokus hier aber viel mehr auf dem Körper. Brust, Mantel, Haare und Oberschenkel stehlen quasi dem Gesicht die Show. Bei weiblichen Gesichtern muss man aufpassen, dass man diese weitaus weicher bemalt. Sonst sehen sie schnell aus wie eine alte Frau oder Sororitas von GW. Es geht viel mehr darum, glatte Farbverläufe und zarte Schatten zu setzen. Eigentlich bemalt man das Modell viel kontrastärmer, als man es gewohnt ist. Um dem entgegenzuwirken, arbeite ich mit rosigeren Hauttönen, um dem Gesicht Lebendigkeit und Kontrast zu verleihen. Ihre Highlights sind sehr gelb und ihre Schatten eher rot. Dadurch erzeuge ich trotzdem Kontrast ohne harte Übergänge, Falten oder Ähnlichem. Haare sind immer so ein Thema bei Modellen. In der Regel sind sie zu wurstig oder zu texturarm modelliert. Und da ich weder möchte, dass Tomoe Dreadlocks oder zusammengekleisterte Haare hat, musste ich ein wenig selber mit der Textur nachhelfen. Die gute Dame leidet nämlich sehr unter Wursthaaren. Die Strähnen einzeln highlighten erzeugt diese Würste oder diesen Dreadlock-Looks. Das fiel also raus. Man muss quasi die Highlights der einzelnen Strähnen miteinander verbinden. Das sieht man besonders gut bei Anime-Bildern von Mädchen mit langen Haaren. Generell werden Haare eher wie Metall gehighlightet. Ja, und während ich jetzt hier noch ein bisschen an Tomoe weitermale, habe ich mir gedacht, lese ich doch einfach schon mal die Patreons vor. Also an dieser Stelle vielen lieben Dank an natürlich alle unsere Patrons, ohne die das Ganze hier gar nicht möglich wäre. Und insbesondere unsere Paintomancer und Painto-Warlocks. Argentum, Diamond, Freddy, Frederik, Goblin Lord, Jan, Korugawa, Philipp, Shirerin, Siebert Sebastian, Iliriel, Alex, Armin, Daniel, Freckel, Haliax, Halim, Hopfi, Juxe, Kilian, Lord Sicilius, Matthias, Max,
Melis, Michael, Nachtmar Senior, Nagashur, Patrick, Rodrik, Sleipnir, Sumsi, Sören und Theoden Arthas. Zu guter Letzt entschied ich mich dafür, ein kaltes Non-Metallic Metal an Tomoes Stoffbeinschienen zu malen. Ich hasse es einfach, wenn Metallapplikationen aus Stoff mit Metallfarben bemalt werden. Das triggert mich aus der Hölle. Letzten Endes war Tomoe bemalen eine unglaublich wichtige Erfahrung für mich. Sie ist vielleicht nicht mein bestes Modell geworden, aber eins, das mich als Miniaturenbemalerin weitergebracht hat. Im Nachhinein war es sehr stressig, ohne Vorlage zu malen, aber auch total befreiend. Falls ihr also auch ein neues Projekt anfangt, versucht euch vielleicht mal ausschließlich an Artworks zu orientieren. Einerseits kann man davon sehr viel lernen, aber auch einen krassen Motivationsschub bekommen. Bei so vielen anderen Modellen findet man im Internet Dutzende beeindruckende Paintjobs, die schon einschüchternd gut sind. Man bemalt seine Modelle, schaut auf Instagram und fühlt sich schlecht, weil jemand anders es besser kann. Das konnte mir mit Tomoe nicht passieren. Niemand kann sagen, Maler XY hat eine hübschere Tomoe bemalt. Das hier ist meine Tomoe und sie ist einzigartig. Heute gibt es ein besonderes Video für mich, denn ich darf zum ersten Mal ein Modell bemalen, für das es noch keine Vorlage gibt. Das es gar nicht gibt. Ich bemale Luft. Bei weiblichen Gesichtern muss man aufpassen, dass man diese weitaus weicher bemalt. Sonst sehen sie schnell aus wie eine alte Frau oder Sororitas von GW.